Was den Tod allmächtig macht, ist die Endgültigkeit, die er für sich beansprucht. Angesichts des Todes sind alle Menschen gleich. Oder doch nicht? Der Tod eines Habsburgers erschütterte die Monarchie. Zeigten die Habsburger deshalb über 7 Jahrhunderte besonders im Tod durch ihre aufwendigen Zeremonien ihre Macht? Wen wollte man mit den prachtvollen Ritualen beeindrucken? Waren es irdische oder himmlische Scharen? Im Spiegel der Geschichte erscheinen Zeremonien in gänzlich anderem Licht. Viele Habsburger wurden sogar an 3 verschiedenen Orten beerdigt. Warum hat eine Familie die Leichname ihrer Verstorbenen aufgeteilt? Wie hat das stattgefunden? Hatten die Verstorbenen dabei ein Mitspracherecht? Keine andere europäische Herrscherfamilie hatte angesichts des Todes einen derartigen Aufwand betrieben. Was sind die Hintergründe? Wo sind die Anfänge dieser hochmythischen Rituale? Es ist ein bekanntes Faktum, dass eben, wenn ein Habsburger starb, die Leiche geöffnet wurde und eben die Weichteile entnommen worden sind und getrennt bestattet worden sind. Alles war schwarz, man hat getrommelt, die Glocken haben geläutet. Das Ganze hat schon eine mystische Dimension. Und in Form von Hutschachteln, in Form von intestine eingeweihten Urnen wurde St. Stephan damit beschenkt. Und wenn jetzt heute der Karl zu Ihnen käme und sagt, er würde das ganz gerne wieder einführen, wären Sie da gesprächsbereit? Ich glaube, wir Augustiner hätten nicht viel zu sagen, aber wir wären natürlich bereit. Auch irgendwie das so mitzuerleben, da geht jetzt eine Epoche zu Ende. Mit der Zither wird eine ganze Epoche zu Grabe getragen. Wien am 7. Oktober 2023. Prinzessin Yolande de Ligne von Belgien, die Schwiegertochter des letzten Kaisers von Österreich, Kaiser Karl, wird zu Grabe getragen. Mit dieser Beisetzung eines Mitgliedes der Familie Habsburg, Prinzessin Yolande war die Ehefrau des Bruders von Otto Habsburg, endete eine jahrhundertealte Familientradition. Diesmal zeigte die Endgültigkeit des Todes aber noch ein zweites, finales Gesicht. Denn die Beisetzung von Yolande de Ligne war und bleibt für alle Zeit die letzte Beerdigung in der Kaisergruft. Das Ende der Monarchie lag schon mehr als 100 Jahre zurück. Und noch einmal zeigte sich die Faszination dieser einzigartigen Grablege. Geboren wurde die Ehefrau des Bruders von Erzherzog Otto in Brüssel. Gestorben ist sie in Madrid. Die Beisetzung fand nur im engsten Familienkreis statt. Familienmitglieder aus Luxemburg, Belgien, Ungarn und Spanien hatten sich eingefunden. Gekommen, um Prinzessin Yolande de Ligne die allerletzte Ehre zu erweisen. Die Endgültigkeit des Todes macht vor niemandem Halt. Und die berühmte Redewendung Ferdinand Raimunds: Leiteln, seid's euch in diesem heiligen Moment bewusst, es wird nie wieder so sein, zeigte einmal mehr ihre tiefe Bedeutung. Vom Geschütz! Aviso, Feuer!
Ich glaube, eine Sache, die bei einem Habsburg-Begräbnis unbedingt dazugehört, ist das wunderschöne Zeremoniell, wo an die Kapuzinergruft-Kirche an der Haustüre angeklopft wird, wer denn da Einlass begehren wird. Wer begehrt Einlass? Otto von Österreich, einst Kronprinz von Österreich-Ungarn. Königlicher Prinz Und das Aufzählen von Titeln und großen Verantwortlichkeiten bringt nicht die Öffnung des Tores. Wir kennen ihn nicht. Erst Otto Habsburg, ein armer Sünder vor Gott, lässt die Türe aufgehen. Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme er herein. Und die Kapuziner strömen heraus und heißen ihn willkommen. Das war für uns als Kirche ein unbedingtes Must-Be für so eine Zeremonie des Begräbnisses. Die Familie Habsburg hat uns darauf hingewiesen, das ist doch nicht historisch, das war doch nur bei der Zither, das hat nur Josef Roth im Radetzky-Marsch beschrieben. Und wir haben darauf bestanden, das muss sein, weil es genau das bedeutet und zum Ausdruck bringt, was wir als christliches Begräbnis vor Gott hinbringen wollen. Es gibt sie also, die Sehnsucht nach den alten Ritualen. Aus dem Blickwinkel unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft ist das Zeremoniell ein probates Mittel, Macht in sehr kultivierter Form darzustellen. Die Begründungen für ein Zeremoniell gingen meist über das rein Rationale hinaus. Aber jedes Detail verfolgte die Idee der Identifikation des Einzelnen mit dem Tode des Erhabenen. Wir sind im Jahr 2023 genau hier gestanden beim letzten Begräbnis, das in der Kapuzinergruft stattfinden wird. Aber ich möchte mal beginnen mit ganz einer pauschalen Frage. Was ist die Kapuzinergruft überhaupt? Ja, die Kapuzinergruft ist die Familiengrablege der Familie Habsburg bzw. Habsburg-Lothringen, wo seit 400 Jahren die Mitglieder des kaiserlichen und erzherzoglichen Hauses hier begraben wurden. Sie ist in dieser Form einzigartig in Europa, weil es keine Grablege gibt, sei es die der Wittelsbacher, Speyer, wo über 400 Jahre Bestattungen stattgefunden haben. Die Gruft unter der Kapuzinerkirche, die bei ihrer Gründung im 17. Jahrhundert eigentlich nur als Grablege für Kaiser Matthias und Kaiserin Anna gedacht gewesen war, wurde bis ins 21. Jahrhundert genützt und ist nun letzte Ruhestätte für 147 Familienmitglieder. Das sind ja hier die Särge der jüngeren Vergangenheit. Warum schauen die alle gleich aus? Die Kapuziner und Otto haben sich überlegt, wie soll es hier weitergehen. Und sie haben sich dann darauf verständigt, dass noch die letzten Mitglieder des Kaiserhauses, also hier bestattet sein sollen. Und man hat entschieden, dass alle Särge gleich aussehen sollen. Und man hat einen Abguss des Sarkophags von Kaiser Franz Josef gemacht, hat diese Särge produziert und der Sarg, in dem jetzt die sterblichen Überreste der Aeolnaut bestattet sind, wartet seit 20, 25 Jahren im Kapuzinerkloster auf seinen Einsatz. Und im Jahr 2023 war es dann soweit. Sowohl das Aussehen der Särge als auch die Rituale veränderten sich mit der Zeit. Die frühen Habsburger wurden vergleichsweise einfach bestattet. Die Särge waren aus Holz und wurden mit schwarzem Sammet ausgeschlagen. Die Körper zur Gänze darin gebettet. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass die Gruft immer nur vergrößert worden ist, wenn Platzmangel geherrscht hat. Dadurch sind wir heute in der glücklichen Lage, dass wir nicht nur Särge und Sarkophage aus unterschiedlichen Epochen sehen, sondern auch architektonisch ist die Gruft wirklich ein Juwel.
Von Kaiserin Maria Theresia weiß man, dass sie sich schon als junge Frau viel mit dem Tod befasst hat. Ihr einzigartiger Wunsch, mit ihrem Gemahl Franz Stephan im Sarg und so auch bei der Auferstehung vereint zu sein, beeindruckt bis heute. Bei der Fertigstellung des Prunksarkophages, der genau nach ihren Wünschen umgesetzt wurde, war sie erst 37 Jahre alt. Das Wissen, wo man dereinst für die Ewigkeit gebettet sein würde, hatte große Wichtigkeit. Die Pietas Austriaca, die demutsvolle Frömmigkeit, war der Leitfaden aller Habsburger, auch im Tod. So prunkvoll der Sarg heute erscheint, die Beisetzung selbst stand in völligem Kontrast dazu, nämlich sehr schlicht. Weil der Monarch, die Monarchin wird zur Kapuzinergruft respektive in die Kapuzinerkirche gebracht. Man öffnet dort noch einmal den Sargdeckel. Der Pater Guardian identifiziert die Person, also um ganz sicher zu gehen, dass tatsächlich die Person beigesetzt wird, um die es sich handelt. Und danach wird der Sarg in die Gruft hinuntergelassen. Ein Großteil der Habsburger wurde über viele Jahrhunderte an 3 verschiedenen Orten getrennt bestattet. Eine Tradition, die seit dem Mittelalter gesichert ist. Es ist ein bekanntes Faktum, dass eben, wenn ein Habsburger starb, die Leiche geöffnet wurde und eben die Weichteile entnommen worden sind und getrennt bestattet worden sind. Aber wie ging diese Aufteilung vonstatten? Wer war daran beteiligt? Und wo waren die Ursprünge dieser für uns heute seltsam anmutenden Separierung? Eine Idee der Teilung kommt auch aus den Kreuzzügen. Die Kreuzritter sind natürlich zum Teil auch verstorben oder getötet worden auf diesen langen Reisen, die sie da ins Heilige Land gemacht haben. Und auch dort hat man es dann so gemacht, man konnte ja nicht den Leichnam wieder mit zurücknehmen. Das war aus hygienischen Gründen eher nicht so anzuraten. Aber man hat das Herz mitgenommen, um es dann als Herz, als wichtigsten Teil des Körpers in Wien bestatten zu können. Und den Körper hat man dort an Ort und Stelle begraben. Natürlich hat es dann aber auch noch einen weiteren Aspekt bekommen, weil man eben dann auch durch die getrennte Bestattung der Weichteile dann auch gewisse Zeichen setzen konnte. Bei den Habsburgern zum Beispiel die Herzen, aber auch teilweise die Zungen, die als etwas Besonderes galten. Diese Körperteile konnte man dann zum Beispiel einer kirchlichen Institution, mit der man ein besonderes, inniges Verhältnis hatte, als Zeichen eben dieser persönlichen Verbindung zueignen. Diese Aufteilungen inspirierten die Habsburger zu ihren mythisch anmutenden Ritualen. Es sollte nicht nur bei der Entnahme von Herzen und Zungen bleiben. Teilweise wurden auch die Augen entfernt, um den Blick in die Ewigkeit zu schützen. Es war das Interesse von vielen Kirchen natürlich, Erinnerungsstücke und ganz besonders wichtige Teile, wenn man so sagen darf, von Habsburgern in der Kirche aufbewahren und verehren zu können. Die Verbindung zum Kaiserhaus war etwas sehr Erwünschtes, sicherlich auch davon bewegt, dass man sich erhofft hat, dass das Kaiserhaus auch weiter seine gönnerhafte Unterstützung auch diesen Kirchen schenkt. Und so war im spanischen Hof zeremoniell geordnet, dass ein verstorbener Habsburger sehr wohl aufgeteilt werden konnte. Der Leichnam, dann später in Wien in der Kapuzinerkirche, die Herzen in der Augustinerkirche, in der Herzlgruft und bei uns die Intestiner. Das ist fast ein bisschen ungustiös, wenn man daran denkt, Eingeweide, die aber sonst zum Verwesungsprozess natürlich Ungeheures beigetragen hätten. Schon in der Antike kannte man die Methode, die Weichteile dem Verstorbenen zu entnehmen, um die Verwesung ein wenig zu verlangsamen. Die Eingeweide galten damals sogar noch als heilig, weil die Verdauung des Menschen sein tägliches Überleben sicherte. In Form von Hutschachteln, in Form von Intestiner eingeweihten Urnen wurde St. Stephan damit beschenkt. Und wir haben 78 solche Eingeweideurnen in der Herzogsgruft, die heute von Touristen fragend bestaunt werden und sich niemand wirklich das vorstellen kann, was das zu bedeuten hat. Die Hintergründe der geteilten Bestattung hatten aber auch spirituelle Wurzeln. Ein Grund dafür
könnte der Überlieferung nach sein, dass es einfach mit der Vorstellung verbunden ist, hier am Tag des jüngsten Gerichts, also am Tag der Wiederauferstehung, möglichst vielen Heiligen gleichzeitig nahe sein zu können, was mit der Aufteilung an 3 verschiedene Orte, an 3 verschiedene Kirchen ermöglicht wird, und gleichzeitig auch aber mehrere Möglichkeiten der Erinnerung zu schaffen. Mit den vielen Riten rund um das Sterben der Habsburger war man bemüht, Erinnerungspfeiler für die Ewigkeit zu schaffen. Ab dem Zeitpunkt des Todes war keine Zeit mehr zu verlieren. Die Abfolge der Rituale musste unverzüglich einsetzen. Der Leichnam musste ordnungsgemäß versorgt werden. Die Entnahme der Weichteile, das muss ja sehr rasch passieren, um eben die Verwesung hintanzustellen. Das wurde meistens eben vom Team der Leibärzte, auch der Hofchirurgen gemacht. Das waren eher noch handwerklich Trainierte. Damals hat man die auch nicht als Ärzte bezeichnet. Die haben das dann gemacht und meistens war das wirklich an Ort und Stelle, direkt im Sterbezimmer, weil das eben sehr schnell gehen musste. Und dann hat man eben die Leiche einbalsamiert, meistens mit Wachs ausgegossen und mit Kräutern oder sonstigen wohlriechenden Essenzen eingerieben und dann eben bekleidet und dann eben für die Aufbahrung vorbereitet. Der Ablauf der Zeremonien war von langer Hand geplant. Wie Zahnräder fügten sich die Riten ineinander. Interessant, dass eine Dynastie, die den Herzenswünschen ihrer Repräsentanten zu Lebzeiten nie Raum gegeben hatte, den Herzen nach dem Tod so viel Aufmerksamkeit schenkte. Warum sind die Herzen der Habsburg gerade hier bestattet worden? Es waren in Wien 3 Kirchen, die das Privileg hatten, eben wo Teile auch des Herrscherhauses bestattet worden sind. Und warum gerade hier? Hat irgendjemand irgendwann gesagt, so diese Kapelle, diese Kirche will ich haben? Ferdinand IV. Hat in seinem Testament festgesetzt, dass er nach dem Tod sein Herz der Gottesmutter zu Füßen legen möchte. Er ist sehr jung gestorben, 21-jährig an Pocken und hat vor seinem Vater. Und man hat hier das Herz dann als erstes Herz hier beigesetzt. Jetzt frage ich mich gerade, wie das damals war. Der Herrscher oder ein enger Angehöriger vom Erzhaus ist gestorben. Die Eingeweide, das Herz wurde entnommen. Wie war das dann hier? Ist dann eine Art Leichenzug hier einmarschiert? War eine Messe? Wie kann ich mir das vorstellen? Es war eine recht schlichte Feier. Man hat das Herz herausgenommen, in ein Seidentuch gelegt, dann in die Urne gebettet, mit Alkohol aufgefüllt, verlötet. Und dann war ein Tag dieses Herz oder diese Herzurne beim Schaubett. Und anschließend am nächsten Tag um 9 Uhr abends hat man dann in einer ganz schlichten, stillen Feier das Herz hier zu Füßen der Gottesmutter beigesetzt. In all den Jahren hat man einmal geöffnet, irgendeines dieser Behältnisse und nachgeschaut? Oder? Nein, geöffnet sind sie nie worden. Es ist einmal hier das erste Herz hier unten links. Da war die Urne so schadhaft, dass man die Urne in eine Überurne gestellt hat. Aber geöffnet hat man die Urne nicht. Sie haben jetzt schon gesagt, wer der Erste war. Aber wessen ist das letzte Herz, das hier liegt? Das letzte Herz 1878 beigesetzt. Der Vater von Kaiser Franz Josef, Erzherzog Franz Karl. Dann war es nicht mehr modern. Man hat andere Möglichkeiten gehabt, die Körper zu präparieren mit Formaldehyd. Und dann hat man diese getrennte Bestattung nicht mehr durchgeführt. Sogar im 21. Jahrhundert wurden noch habsburgische Herzen entnommen und separat beerdigt. Beispielsweise hatte Otto von Habsburg schon zu Lebzeiten bestimmt, dass sein Herz im Kloster Pannonhalma beigesetzt werden sollte. Der Grund war, Otto Habsburg ging bei den Benediktinermönchen zur Schule und fühlte sich zeitlebens mit ihnen sehr verbunden. Sagen Sie, und wenn jetzt heute der Karl zu Ihnen käme und sagt, er würde das ganz gerne wieder einführen, wären Sie da gesprächsbereit oder ist das eine Sache, die einfach in der Vergangenheit angesiedelt ist und aus? Ich glaube, wir Augustiner hätten nicht viel zu sagen, aber wir wären natürlich bereit. Ja, aber ich glaube, da müsste es sich an andere Stellen wenden, dass die das erlauben und dass das dann hier weitergeführt wird.
Wenn ich jetzt reinschaue, es gibt vollkommen unterschiedlich von der Größe her Urnen. Warum sind da so kleine dabei? Die ganz kleinen Urnen sind Herzurnen von Kindern, die im Kindesalter gestorben sind. Sonst hat man die Urne so schon zu Lebzeiten gestaltet und vorbereitet, damit man nach dem Tod dann relativ schnell das Herz eben hier entnehmen konnte und beisetzen. Wenn ich jetzt so schaue, zum Beispiel von der Maria Theresia, das Herz ist da irgendwo... Wenn Sie hineinschauen und das Kreuz in der Mitte sehen, in der oberen Reihe, ja. Das 5. Herz auf der rechten Seite, das ist das Herz von Maria Theresia. Die Reglements der Begräbnisse der Habsburger hängen natürlich ganz stark mit dem Katholizismus zusammen. Es war sozusagen eine Mischung aus religiösem Akt und natürlich auch weltlicher Macht. Das beginnt bei der Farbe, bei der liturgischen Farbe. Schwarz bedeutet Trauer. Aber es gibt natürlich auch ganz genaue Vorschriften für den Kondukt, für die Aufbahrung, für alle diese Dinge, die hier gemacht wurden, die aber eigentlich alle grundsätzlich aus der Religion hervorkommen. Die tiefe Verbundenheit der Habsburger mit ihrem jahrhundertealten Zeremoniell zeigte sich noch einmal zur Gänze beim Begräbnis von Kaiserin Zita am 1. April 1989. Wie einst in der Monarchie kamen sehr viele der aufwendigen Details des Reglements, inklusive dem Trauerkondukt quer durch die Stadt, mit Würdenträgern und großem Defilé, unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zur Anwendung. Christoph Köcher, Ihre Familie als ehemaliger K&K Hoflieferant hat eine enge Beziehung zur Familie Habsburg. Und Sie waren auch dabei, wie die Kaiserin Zita begraben wurde in Wien, was eigentlich eine Mischung aus Spektakel, aus Tradition. Es war eine hochinteressante Mischung. Von wo aus haben Sie das gesehen damals? Das war auf der Empore des Stephansdom bei der Begräbniszeremonie mit allem, was dazugehört und allem Pomp und Prunk und aller Festlichkeit. So ein ganz tiefer, starker Eindruck irgendwo, auch irgendwie das so mitzuerleben. Da geht jetzt eine Epoche zu Ende. Mit der Zita wird eine ganze Epoche zu Grabe getragen, die natürlich für uns als ehemalige Hoflieferanten sehr präsent ist hier. Das noch einmal so in diesem Glanz irgendwie auch noch mal zu erleben, war schon ein sehr starkes Erlebnis. Die einzigartige Ausstrahlung, die ein habsburgisches Begräbnis bis in unsere Tage hat, lässt einfacher verstehen, wie fasziniert die Menschen früher von diesem enormen Pompe de Funèbre gewesen sein müssen. Das Aufbahren nahm einen sehr wichtigen Teil der Zeremonien ein. Nur wenige Habsburger sahen den Tod als Erlösung. Die Angst, nicht gut genug vorbereitet ins Jenseits überzutreten, beherrschte das Denken. Die Aufbahrung erfüllte deshalb auf mehreren Ebenen ihren Zweck. Sie war das Reisebett des Verstorbenen ins Jenseits, ermöglichte aber auch seiner Seele in aller Ruhe ihre letzte Reise anzutreten. Den Hinterbliebenen gab die sogenannte Paradierung die erste Möglichkeit der Verabschiedung des Toten. Besonders detaillierte Schilderungen gibt es von der Aufbahrung Leopolds I. Das ist jetzt die Situation, die man hier auf diesen Grafiken sieht. Man sieht Kaiser Leopold I. auf der sogenannten Paradebühne, wie das hieß, also ein dreiteiliges Holzgerüst mit einem schönen silber- und goldbestickten Stoff ausgelegt. Das Zimmer, die Ritterstube, wie auch alle anderen kaiserlichen Gemächer, waren schwarz drapiert. Zu Füßen des Kaisers lagen seine Reichsinsignien, also das heißt das Reichszepter, die Reichskrone, der Reichsapfel auf der einen Seite, auf der anderen Seite die böhmische
und die ungarische Krone. Am Ende seines Bettes stand auch ein silbernes Kruzifix. Umgeben war er von Kerzenleuchtern und von, wie man auch sehen kann, von vielen, vielen Menschen, die da ein- und ausgingen, um ihm eben die letzte Ehre zu erweisen. In dieser Ritterstube war das ganz genau geplant, wurden Seelenmessen abgehalten. Es mussten die weltlichen und geistlichen Würdenträger Stunde für Stunde wechseln. Und so ging das 3 Tage lang, um dann am 9. Mai das Begräbnis zu begehen. Über 150 Jahre später kämpfte man mit ganz anderen Herausforderungen. Der Freitod von Kronprinz Rudolf war für den Wiener Hof ein katastrophales Ereignis. Vergleichbares hatte es am Kaiserhof noch nie gegeben. Es gab für das richtige Verhalten in solchem Falle keine Vorgaben. Und so versuchte man, die Traditionen des Hofes so gut wie möglich anzupassen. Es gab eben damals ja auch noch die Bestimmung der katholischen Kirche, dass Selbstmördern ein katholisches Begräbnis versagt blieb. Da hat aber natürlich der Wiener Hof eben sehr gute Kontakte zum Vatikan gehabt. Man hat das dann mehr oder weniger so gedreht, dass eben ein Ärzteteam eine Art Attest erstellt hat, dass Rudolf geistiger Umnachtung gestanden hat und eben nicht zurechnungsfähig war und deshalb sagen, dass kein klassischer Freitod war, sondern eben Zeichen einer psychischen Erkrankung. Es war der dramatischste Einschnitt für die Dynastie im Streben nach Kontinuität. Was auch ein Problem war die öffentliche Aufbahrung von Rudolf. Da eben durch den Einschuss eben die Schläfe zerstört war, hat man dann den Kopf zunächst einmal bandagiert gehabt und später dann hat man den Kopf rekonstruiert, das heißt mit Wachs eben sozusagen diese Delle ausgefüllt, was eben auch dann dazu geführt hat, dass er etwas entstellt war. Diese Leiche hat dann, das schreiben eben dann Familienmitglieder, dass eben Rudolf sich nicht mehr ähnlich gesehen hat, weil eben der Eingriff offensichtlich doch sehr stark war. Die erste Aufbahrung Rudolfs hat in seinem Appartement in der Hofburg stattgefunden. Bei der öffentlichen Aufbahrung war sein Sarg bereits geschlossen. Damals hat noch niemand absehen können, dass auch der Tod seiner Mutter, Kaiserin Elisabeth, den Hof veranlassen würde, das Zeremoniell der Aufbahrung an die außergewöhnlichen Gegebenheiten anzupassen. Wer dann die Person eingekleidet hat, das war das Kammerpersonal. Das waren eben die Menschen, die eben auch dann zu Lebzeiten eben für die Wäsche und Garderobe des Monarchen zuständig waren. Auch da gibt es eben zum Beispiel von Kaiserin Elisabeth, die ja in Genf verstarb und dann dort im Hotel zunächst aufgebahrt worden ist und auch dann bekleidet worden ist. Da wird eben zitiert in den Medien damals geschrieben, dass eben als eine Art letzten Dienst eben die Kammerfrauen der Kaiserin Elisabeth in eine schwarze Seidenrobe gekleidet haben und auch noch die Haare noch einmal sozusagen im klassischen Stil eben der Kaiserin frisiert haben. Und das wird eben dezidiert als letzter Dienst an der Kaiserin dann beschrieben. Kaiserin Elisabeth wurde in ihrem Appartement in Genf für 4 Tage aufgebahrt. Erst dann wurde ihr Leichnam nach Wien transportiert. Dass die Leiche der Kaiserin per Zug von der Schweiz dann in Wien eintraf, war ab dem Bahnhof Benzing dann bis zum Westbahnhof waren die Gleise umstellt von Fackelträgern. Das war schon der Einfahrt des Zuges war schon feierlich beleuchtet und dann war das wirklich eine Lichtregie, bis dann eben die Leiche dann in die Hofburgkapelle zur öffentlichen Aufbahrung geführt worden ist. Für vieles hatte das Zeremoniell eine Lösung und einen Ritus vorgesehen. Was nirgends dokumentiert ist, ist der Platz für persönliche Trauer. Persönliche Gefühle waren im Hause Habsburg nicht vorgesehen. Franz Josef hat erstmals dann am Sarg seiner Gattin den Leichnam vor sich gehabt. Er soll auch, das schreiben sogar die Medien damals, was sehr unüblich war für Kaiser Franz Josef, sehr stark gerungen haben mit sich. Also er hat die Fassung fast verloren. Also der persönliche Schmerz war ihm so stark anzusehen, was ja sonst niemals der Fall war. Franz Josef war wirklich immer extrem beherrscht und extrem reserviert. Aber in dem Fall hat man wirklich gemerkt, dass das wirklich ein massiver Schlag war, ein persönlicher Schlag für den Kaiser.
Um zu den verschiedenen Örtlichkeiten der Begräbnisse zu gelangen, war ein Trauerkondukt vorgesehen. Der Kondukt war natürlich ganz stark normiert. Klarerweise hier hat das spanische Hofzeremoniell wirklich durchgeschlagen und hat gemeinsam mit dem katholischen Zeremoniell eine ganz, ganz strikte Ordnung mit sich gebracht. Ganz am Anfang des Konduktes gingen die Menschen, die am weitesten entfernt waren vom Hof. Oft durften oder mussten Arme mitgehen aus Armenhäusern, die eben auch finanziert wurden vom Hof. Die wurden ganz am Anfang am Kondukt hingestellt, sind dort gegangen. Und dann ist die Rangordnung so gewesen, umso näher man zum Hof war, desto weiter hinten ist man gegangen. Das heißt, die kaiserliche Familie ist dann ganz schon beim Sarg gegangen, wobei normalerweise die ganz enge kaiserliche Familie gar nicht mitgegangen ist. Die sind in der Kapelle geblieben mit dem Beichtvater und haben gebetet. Ganz im Unterschied zu späteren Gebräuchen hat man im 16. Jahrhundert nicht das traurige Ableben eines Kaisers groß zelebriert, sondern Triumphzüge für die Nachfolger veranstaltet. Nach dem Ableben von Karl V. im Jahr 1558 fanden in den Städten seiner beiden Nachfolger, Philipp II. Und Ferdinand I., triumphale Kondukte statt, in denen die Herrschaft gefeiert wurde. Dafür wurden prachtvolle Drucke angefertigt. In diesem Fall werden die einzelnen Herrschaftsgebete Karls V. dargestellt. Es ist jeweils ein Pferd mit einer reich bestickten Wappendecke und einer Fahne, die das einzelne Gebiet repräsentiert. Und ganz am Schluss kommt dann die Repräsentation des Reiches, des römisch-deutschen Reiches, dessen Kaiser Karl V. war. Das wird gleich durch zwei Pferde repräsentiert. Eines im schwarzen Trauergewand mit schwarzem Wappenrock und ein anderes mit einem ganz goldenen Wappenrock. Dieses Pferd ist in den verbalen Beschreibungen auch immer besonders stark herausgestrichen worden, weil es so prächtig aufgeputzt war. Auch die Trauerzüge wussten die Habsburger in allen Epochen facettenreich zu nützen. Die ganze Monarchie sollte sehen, wie sehr der Hof und das gesamte Gefolge des Kaiserhauses am Ableben des jeweiligen Verstorbenen Anteil nahmen. Die große Show hatte also einerseits den Zweck, den Toten in seiner Wichtigkeit zu zeigen, andererseits dem Volk eine Bühne für deren Trauer zu geben. Tatsächlich waren diese Züge immer die letzte Reise auf Erden zur finalen Aufbahrung. Zu großen Anlässen, Feierlichkeiten im Dom wurde manchmal die Architektur des Domes noch weiter verändert. In der Barockzeit hat man in der Aufbahrungskirche ein Trauergerüst gebaut. Das waren sehr kunstvolle Aufbauten, voll mit Symbolen und diversen Details für den Herrscher als Zeichen seiner Macht. Die waren gebaut von großen Architekten. Bonaccini hat solche Trauergerüste genauso entworfen wie Fischer von Erlach. Dort haben sich Architekten wirklich verwirklichen können. Die wurden aufgebaut und nach dem Begräbnis aber auch wieder abgebaut. Das war so etwas Vergängliches, wie auch das Leben in diesem Sinne vergänglich war. Aber auch Vergänglichkeit unterlag verschiedenen Moden. Man sieht bei diesen Trauergerüsten so eine gewisse Entwicklung. Unter Karl V., das ist noch eine relativ frühe Zeit, war das ein Holzgerüst mit sehr vielen Kandelabern ausgestattet, wird damals auch noch als brennende Kapelle benannt. Dieses Grundgerüst konnte wiederverwendet werden. Die eigentliche Symbolik für den Verstorbenen wurde einfach an das Gerüst gehängt. Das waren jetzt zum Beispiel Wappen, die man angebracht hat, oder unter dem Gerüst die Insignien des Verstorbenen, also zum Beispiel die Reichsinsignien für Karl V. Die Trauergerüste wurden verschieden lang in den Kirchen belassen. Von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen konnte dieser letzte öffentliche Ort der Verabschiedung von der Trauergemeinde genützt werden.
Im 17., 18. Jahrhundert werden aus diesen relativ einfachen Holzgerüsten sehr, sehr aufwendige Architekturelemente. Also wir reden dann nicht mehr davon, dass es ein Holzgerüst mit Kerzen ist, sondern wir haben Holztücher, Stuck, Statuen, die dann aus Wachs gefertigt wurden, mit reicher Kleidung, mit Perücken. Wir haben zusätzlich Malereien, Inschriften. Es gab in der Stadt für manche Kaiser nicht nur ein Trauergerüst, sondern wie bei Kaiser Leopold I. gleich 5 solch interimistische Bauwerke an den unterschiedlichsten Orten. Es lag den Habsburgern also offensichtlich viel daran, ihre Untertanen zu informieren. Man möchte natürlich auch so eine Architektur propagandistisch nutzen. Was tut man? Man lässt Zeichnungen, Stiche anfertigen von den Trauergerüsten, fertigt Bücher an, Einblattdrucke und verbreitet es dann so über ganz Europa. Es gab sofort zum Tode von Leopold I. die Veröffentlichung von Leichenpredigten, Nachrufen, Biografien, Grafiken und eben auch Flugblättern, weil Flugblätter sich so gut geeignet haben, sie schnell unter eine große Gruppe von Menschen zu bringen und eben auch für diejenigen gut geeignet waren, die nicht lesen und schreiben konnten. Erstens, weil es stark bildlastig war und zweitens, weil man die Texte, die zu diesen Bildern veröffentlicht wurden, auch sehr gut vorlesen konnte. Im Haus Habsburg war nichts dem Zufall überlassen. Neben den Exequien, den genauen Vorschriften für sämtliche Gebete und Messen, nützte man auch sehr bewusst andere Effekte, um die Aufmerksamkeit der Trauernden zu fesseln. Bei der Aufbahrung zum Beispiel von Franz Josef war ein traditionelles Moment, ein traditionelles Element auch die Rolle des Lichtes. Das ist etwas, was seit dem Mittelalter eigentlich bei diesen Aufbauungen sehr wichtig war, dass man Kerzen, Fackeln und so weiter Licht verwendet hat. Da gab es eine ganz diffizile Lichtregie. Man muss sich bedenken, dass diese Räume meistens dann dunkel dekoriert waren mit dunklen Stoffbahnen. Man hat jeglichen Glanz vermieden und die einzigen Lichtpunkte waren eben Kerzen. Auch da war genau festgelegt, ab welchem Rang man wie viele Kandelaber und Kerzen aufzustellen hatte. Es wird immer wieder auch beschrieben, dass das wirklich so eine Art Lichtaura war um diesen aufgebahrten Leichnam. Das war eben das Wichtigste. Das ist etwas, was sich wirklich durch die Jahrhunderte zieht. Das Licht wurde als sichtbarer Begleiter am Weg in die Ewigkeit gedeutet. Kerzen waren sehr teuer und deshalb war ihre Verwendung in dieser Opulenz nur den hochgestellten Persönlichkeiten und Mitgliedern des Kaiserhauses möglich. Was die Untertanen im Tode mit den Habsburgern verband, war die Totenglocke. Ursprünglich ein heidnischer Brauch, wurden die Totenglocken schon im Mittelalter von der katholischen Kirche vereinnahmt. Man sagt ja heute noch, die Trauerglocke wird geläutet. Am Land ist es doch üblich, absolut, dass das eine einsame Glocke ist, die einen ganz anderen Ton hat. Aber grundsätzlich war es tatsächlich so, während der Aufbahrung, aber auch während des Trauerkondukts, während des Begräbnisses, sind die Glocken in der Stadt geläutet worden. Alle Glocken. Es muss eigentlich ganz großartig geklungen haben. Dazu kommt, und das ist so spannend, dass eigentlich vor allem an Instrumenten bei diesen Kondukten Trommeln verwendet wurden. Also die Stadt war erfüllt von Getrommel und Glockengeläute. Und das war sozusagen der Sound des Begräbnisses und des Begräbniskonduktes. Glockenläuten war aber auch das Zeichen von Kontinuität und Zuversicht. Die Glocke ist ewig, nichts kann ihr etwas anhaben. Im Kampf der Fürstenhäuser Europas um die Vorherrschaft war neben militärischen Eroberungen auch die Zurschaustellung kaiserlicher Grandeur im Tode ein wichtiges Repräsentationsmittel. Unübertroffen zeugt davon der Kenotaph, das leere Grabmal Kaiser Maximilians I. in der Hofkirche in Innsbruck. Richtig bestattet ist er in Wiener Neustadt. Der große figurale Schmuck war für den dortigen Begräbnisort aber zu schwer und verblieb daher in Innsbruck rund um den leeren Sarkophag. Maximilian nützte alle damals üblichen Handlungen, um im Tod ein einfacher Mann zu sein.
Er ließ sich die Zähne einschlagen und kahl scheren, weil man muss ja als Büßer vor den Herrn treten. Also das herrliche Leben ist eben geendet und man hatte nicht als Kaiser den Anspruch, ich bin dort auch Kaiser, sondern ich bin Büßer. Über all die Jahrhunderte stand die gelebte Frömmigkeit und absolute Einfachheit im Tode eines Monarchen im diametralen Gegensatz zur prächtigen Ausgestaltung eines habsburgischen Begräbnisses. Am 21. November 1916 um 21:05 Uhr schien die Zeit für die Monarchie stillzustehen. Der längst regierende Kaiser des Habsburger Reiches war tot. Am Hofe zu Wien begann ein fast unverändertes Ritual seinen Lauf zu nehmen. Man hat sofort einmal den designierten Nachfolger, das heißt seinen Großneffen Karl, informiert, der dann auch sogleich mit dem Zeitpunkt des Todes von Franz Josef auch die Regierungsgeschäfte übernahm. Das war so eine augenblickliche Machtübernahme. Man ist dann in das Sterbezimmer, das ist in Schloss Schönbrunn das Schlafzimmer von Franz Josef gewesen. Franz Josef hat ja die letzten Jahre seines Lebens hier ganzjährig verbracht. Und man hat eben hier dann zuerst einmal persönlich Abschied genommen vom Kaiser. Das heißt, der Kaiser wurde in seinem Bett aufgebahrt und eben nur die engste Familie, die engsten Vertrauten hatten Zutritt und konnten persönlich Abschied nehmen vom Kaiser. Abschied nehmen zu dürfen, war eine hohe Auszeichnung. Bis heute ist man beim ehemaligen Hoflieferanten Köchert stolz darauf, vorgelassen worden zu sein. Sie haben auch eine Vorfahrin, die quasi noch beim Kaiser Franz Josef war. Ja, das war meine Tante, die Holder Bischof, geborene Köchert, die Schwester meines Großvaters Wilfried Köchert, die eine ganz wunderbare, interessante Frau war. Und die hat sehr viele Geschichten erzählt. Und eine Geschichte, die besonders wichtig für sie war und sie offensichtlich sehr berührt hat, war, dass sie eben am Totenbett des Kaisers in Schönbrunn war. Weil mein Urgroßvater Theodor Köchert war gut befreundet mit dem Kammerdiener Ketterl. Und der hat eine Depesche geschickt und hat gesagt, der Kaiser ist gestorben. Wenn du kommen möchtest, das wäre jetzt die Gelegenheit. Und dann ist mein Urgroßvater Theodor mit der ganzen Familie nach Schönbrunn. Und sie konnten da in einem ganz privaten Rahmen noch einmal Abschied vom eben verstorbenen Kaiser nehmen. Und das hat eben meine Tante, die, schätze ich, vielleicht 13, 14 Jahre gewesen sein muss, sehr, sehr geprägt und war ein ganz wichtiges Erlebnis für sie. Das nahe Dabeisein, fast persönlich involviert sein, wurde für die Bevölkerung immer wichtiger. Um das Volk mehr einzubinden, wurden Neuerungen im Zeremoniell geschaffen. Bei Kaiser Franz Josef gab es mehrere Besonderheiten. Erstens, er wurde in der Stephanskirche aufgebahrt. Das war vorher nie üblich. Aber man hat einfach den Leuten die Möglichkeit geben wollen, dem Volk die Möglichkeit geben wollen, sich zu verabschieden. Und in der Stephanskirche war einfach wesentlich mehr Platz als in den anderen Kirchen. Und beim Kondukt von Franz Josef, bei seinem Begräbnis, gingen hinter dem Sarg tatsächlich Kaiser Karl und Kaiserin Zita. Das war eine Novität. Bis jetzt war es nicht so üblich, dass die neuen Herrscher hinter dem Sarg hergehen. Aber das war gewollt, offenbar auch von Kaiser Franz Josef, um den neuen Kaiser eine andere Möglichkeit zu geben, sich gleich von Beginn an zu repräsentieren. Das Repräsentiertwerden im eigentlichen Sinn, ein letztes Mal präsentiert zu werden, scheint Monarchen und Untertanen weit über den Tod hinaus zu verbinden. Kann es sein, dass die Aufbahrungen, Trauerzüge, Lichtrituale und Gedenkgebete ein und dasselbe Ziel verfolgen? Zeremoniell und Rituale, eingesetzt, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Denn nur wer vergessen ist, ist wirklich tot.